Urban Exploring, ein Trend, der so viele Einzelgänger vereint. Die sogenannten Urbexer recherchieren, fotografieren und entdecken Lost Places. Das sind von der Gesellschaft vergessene Orte. Und ich würde mich auch zu diesen Urbexern zählen, obwohl ich bisher eigentlich nie andere getroffen habe. Genährt wurde meine Faszination von den etlichen stillgelegten Fabriken und Bunkern, die mich am Land ständig umgaben. Man sagte mir, ich sei der Ruinenlust verfallen. Wie romantisch. Aber seit ich in Wien wohne, fällt es mir sehr schwer, solche Orte überhaupt zu finden. Und das, obwohl mich tagtäglich so viele historische Gebäude umgeben. Zugegeben, bis dato habe ich nur an der Oberfläche gekratzt. Vielleicht ist es Zeit, den Untergrund aufzusuchen. Aber ohne Hilfe ist es gar nicht so einfach, da runterzukommen. Also habe ich mich auf die Suche nach den anderen ominösen Urbexern gemacht und sehr schnell bemerkt, dass sie nicht die einzigen sind, die im Wiener Untergrund umherfleuchen. Der erste Wiener Bezirk ist wohl jedem Studenten ein Rätsel. Manchmal mutet er wie eine Fliegenfalle für Touristen an, aber die Innenstadt hat eine 2000 Jahre alte Geschichte und so hört den Lockruf auch der ein oder andere Historiker. In diesem Fall ist es Marcello La Speranza. An seiner Seite der Fotograf Lukas Arnold. Gemeinsam bilden sie das Forschungsteam Wiener Unterwelten. Die zwei haben Schlüssel und Genehmigung, die weder ich noch jeder andere Urbexer hat. Und so verschlägt es uns eines regnerischen Tages durch eine unscheinbare Tür in das Luftschutznetz der inneren Stadt. Da sind wir jetzt im dritten Geschoss. Hier, Okay. das ist alles fluoreszierend. Dreht Sie mal eure Lampen ab. Das ist alles fluoreszierende Farbe. Eben wenn irgendwas passiert, man kommt nicht mehr hinaus, dann konnte die Luftschutzgemeinschaft sich unterirdisch zum Nachbargebäude oder unter der Straße zum Nachbar rüber retten. Okay. Und gebaut wird, das verschwindet ja alles. Das ist ja noch nicht reif für die Stadtarchäologie. Was natürlich auch immer interessant ist, wenn man Jahreszahlen sieht, vor allem hier, 1671 ist das erbaut worden. Also das ist schon sehr alt, also das hat schon mehrere Jahrhunderte und gerade diese Kellergewölbe, gerade hier im ersten Bezirk, die wurden ja zu Luftschutzkellern adaptiert. Die Gänge, diese Stollen, die wurden extra dafür gebaut, aber die Substanz, die geht ja schon bei Weitem viel mehr zurück in die Vergangenheit. Also man sieht es hier schon 1671. Und könnte man den gesamten ersten Bezirk durch die Keller bestreiten? Konnte man, ja. Konnte man, Aber so jetzt, nicht mehr. weil das vermauert ist. Man hat ja auch unmittelbar bei Kriegsende, also April 1945, wie die Rote Armee in Wien eingedrungen ist, hat man ja gewusst, die Russen waren ja nicht blöd. Die sind ja unterirdisch auch durch Keller durchgegangen, wollten oben nicht in schwere Kämpfe verwickelt werden und da sind auch unterirdisch, weil man gewusst, da gibt es Verbindungsgänge, da gehen wir unten durch. Ja? Und man hat auch gegen Kriegsende viele von diesen Mauerdurchbrüchen zugemauert, damit eben die Russen nicht unterirdisch in die Keller eindringen. Und unmittelbar nach dem Krieg, dritter Mann, ja, Schmuggel, ja, Penicillinschmuggel, Herdinei und so, waren ja auch unterirdisch die ganzen organisierten Verbrechen, die da auch die Keller auch genutzt haben, um Sachen zu verschachern, hat man dann auch zugemauert. Nur ein Stock unter dem Hausparteienkeller ist der Zweite Weltkrieg noch greifbare Realität. Die Anwohner wissen meist nichts über die einstigen Zufluchtsorte. Die Zeit ist hier unten stehen geblieben. Und genau deswegen stolpert das Forschungsteam regelmäßig über Relikte wie Zeitungen. Für die Archäologie ist der Zweite Weltkrieg noch nicht lange genug her, um daran zu forschen. Marcello ist aber schon seit 30 Jahren dabei. Ich bin in Wien geboren, habe Geschichte und Archäologie studiert und mich hat immer der Untergrund unter anderem auch interessiert. Ja, und ich fühle mich mit dieser Heimatstadt, mit meiner Mutterstadt eben verbunden. Wahrscheinlich auch deswegen der Drang, in die Keller zu schauen, weil das eigentlich der Ursprung ist. Mich hat das immer schon fasziniert. Gerade auch der militärhistorische Hintergrund dieser Stadt, Vindobona, 2000 Jahre alt, Preußenkriege, Napoleonische Kriege, Türkenkriege, das ist ja hier in den Kellern noch authentisch vorhanden. Also würdet ihr sagen, ihr fühlt euch hier Also ich fühle mich so wohl, wie es nur geht? Auf jeden Fall. Also es ist halt natürlich auch immer, so wie überall, einfach meiner Meinung nach ein bisschen Manipulation, weil zum Beispiel bei der Blutgasse, also hinter dem Stephansdom, da gibt es ein riesiges Kellergewölbe
Und da ist halt die Legende, dass, ich glaube, 1200 nach Christus oder so, mit den Tempelritter, die Tempelritter genau in diesen Gewölben verfolgt worden sind, geschlachtet quasi worden sind, das Blut ja die Gasse runtergeronnen sind und deshalb der Name ist eine Legende. Aber ich muss schon ehrlich sagen, wenn man dann ganz alleine oder halt, ja, wir waren zu zweit, der Marcello war woanders und dann nur die kleine Lampe hat. Also es ist schon, wenn man ich hatte keine Angst, aber es ist schon ein spezielles Gefühl, als wenn man jetzt einfach in den Keller geht und nichts über den Keller weiß. Der Keller ist für so viele interdisziplinären Forschungen wichtig. Also Biologen natürlich, die schauen auf die Kleinsttierlebewesen. Geisterjäger, auch interessant, das Entdecken der Materien, also Energien, die mir persönlich nicht auffallen, aber soll auch sein. Ja? Schon toll, so eine kleine Führung. Jetzt weiß ich eindeutig mehr über die Geschichte der verwaisten Weltkriegskeller. Aber richtige Urbexer waren das jetzt auch nicht. Viel zu seriös. Sind die meisten nicht eigentlich ohne Genehmigung unterwegs? Es ist 23 Uhr Dienstagabend, unter uns verläuft die U2. Die wird sich sehr bald mit der U5 kreuzen und genau das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind. Am Tag ist es nämlich viel zu gefährlich einzusteigen, so meint jedenfalls Aki. Und naja, so ist es halt, wenn man illegal unterwegs ist und keine Qualifikationen hat, die einen so vertrauenswürdig erscheinen lassen, dass man überall reingelangt. Die Kehrseite der Medaille. Illegal. Let's go. Aki ist dieser typische Freund eines Freunds, der ständig unterwegs ist und heftiges Zeug macht. Seine Graffiti-Tags habe ich so oft an den verrücktesten Orten in Wien bemerkt, dass ich mich eines Tages gefragt habe, wer dieser Aki eigentlich ist. Also ich bin in Wien aufgewachsen und das erste Mal, als ich in die Richtung Untergrundkontakt gekommen bin, das war mit 16. Ich hatte damals Freunde, die halt logischerweise Graffiti gesprüht haben. Mich hat das damals kein bisschen interessiert. Das Einzige, was ich wirklich cool fand, sind Tunnel. Und das ist halt so eine Faszination, die mich jetzt schon, ich glaube, 8 Jahre begleitet. Du machst ja auch Subway-Surfing, gell? Ja. Was ist da die Faszination? Ist es der Nervenkitzel? Und das Gefühl, was dir dieser Moment eigentlich bringt, ist halt schwer in Wörter zu fassen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich eine U-Bahn nehme, aufs Dach gehe und da mitfahre. So, mir ist durchaus bewusst, dass man da auch sterben kann oder Gliedmaßen verlieren kann. Das heißt, du kennst die Konsequenzen? Ich kenne die Konsequenzen ganz genau. Ich weiß mit jedem Schritt, den ich mache, wie weit ich gehe und ja. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt in die Fernwärmetunnel. Um genau zu sein, sind wir schon fast da. Also die Fernwärmetunnel münden auch hier in den U2-Tunnel. Das ist quasi ein Querschnitt. Ah, okay. Und ja, wir suchen uns ja jetzt den Eingang von dem hübschen Teil da. Also ab geht's in die Untergrundsauna. Da drin hat es teilweise bis zu 40 Grad. Also es wird heiß. Ja, okay. So, steht mal den Ausgang ab. Ja, es ist schon ein bisschen eher so in die Richtung Anarchie. So eher so, du bist selbstbestimmt, du suchst deine Freiheit, in diesem Fall im Untergrund. So, du machst, was du willst, du kannst die ganze Stadt unterirdisch erkunden und eben auch vorher, wie ich gesagt habe, in der Baustelle, du kannst von hier bis Karlsplatz gehen. Wir könnten jetzt von hier bis mitten in den ersten Bezirk reingehen und irgendwo in ein Haus rausgehen. Und ich glaube, das wäre 5-mal interessanter, auch wenn es ziemlich eng und heiß wäre, als wenn wir jetzt durch die Stadt durchgehen. Die Abenteuerlust ist ja eine Sache, aber bei allem, was gut ist, diese Art des Urban Explorings ist nichts für Leute mit schwachem Herzen oder empfindlichen Nasen. Früher oder später fragt sich wohl jeder. Warum mache ich das? Da müsste man halt wirklich mal mit einem Psychologen drüber reden. So. Oder einem Psychiater, was weiß ich. Ja, es ist ein Escape von vielen Sorgen und Gedanken. Und das ist der Escape der Realität. Glaubst du, machen das andere aus den gleichen Gründen? Die meisten. Wurdest du schon verhaftet? Ja, ich wurde schon verhaftet, sogar mehrmals. Waren alles Anfängerfehler.
Also es waren einfach Sachen wie, wir gehen in der Nacht in eine Fabrik rein, in eine verlassene und leuchten da mit Licht rum. Ist halt irgendwo logisch, dass man da verhaftet wird. Und ja, ich bin glücklich, dass nichts passiert ist. Bis jetzt habe ich keine Euro-Strafe gezahlt für das, was ich gemacht habe. Und ich hoffe, das ist auch weiterhin so. Okay. Glaubst du an Geister? Ja. Als ich Marcello im Luftschutzkeller gefragt hatte, wer sich sonst noch so im Wiener Untergrund aufhält, kam die Antwort: Geisterjäger. Spannend, die schreibe ich gleich mal an, war mein erster Gedanke. Glaube ich eigentlich an Geister? Der zweite. Dann kam diese Sprachnachricht. Hallo David, es geht jetzt nicht um Panikmache und Angstmache. Also der Ort, den was wir aufsuchen, der ist uns sehr wohl bekannt. Wir haben zahlreiche Sachen eigentlich schon mitgekriegt. Wir wollen eigentlich schützen. Ja? Bitte achtet auf uns. Also das ist nicht so, dass wir euch ins Messer laufen lassen, aber weil wir wollen nicht haben, dass irgendeiner von euch diesbezüglich dann Probleme hat. Ein bisschen mulmig war mir dann schon zumute. Teamleader Gerhard und die Interessensgemeinschaft für Paranormales wollten mit mir in ein ehemaliges Lazarett aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort würden verlorene Seelen herumirren, die noch nicht ins Licht gefunden haben. Na, der Marcello hat uns eigentlich nur von der Geschichte einmal diesen Ort untersuchen lassen. Und wir sind eigentlich auf Zufall wieder mal darauf gestoßen, dass da wirklich Aktivitäten sind. Bösartig sollen sie ja nicht sein, die Geister dort. Noch nicht jedenfalls. Bis das der Fall ist, rennen die Geisterjäger munter umher und versuchen sie mit allen möglichen Gerätschaften zu dokumentieren. Diese Geräte nennen wir Reinbot. Das ist jetzt nichts Neues, das ist einfach nur eine Möglichkeit, um ein künstliches Magnetfeld zu erzeugen. Und diese Geister selber haben eigentlich ein elektromagnetisches Feld. Und wenn sie eigentlich das Feld berühren, dann schlägt das Gerät Alarm. Na, jetzt mal für die Kamera, also ich habe gerade neue Batterien eingesetzt, es ist fast am Ende. Sind die Geister vielleicht für den Akkuschwund verantwortlich? Gerhard meint, das ist normal. Mehrere Augenzeugen haben von den Erscheinungen eines Priesters und einer Nonne in diesem Keller berichtet. Habt ihr diese Erscheinungen auch schon eingefangen oder sind das nur die Erzählungen? Eingefangen haben wir sie. Okay. Also wir haben es wirklich... Und ich habe davon nichts gewusst und ich habe es trotzdem erfahren. Also quasi die Stimmen haben dir gesagt, wer sie sind? Oder hast du sie gefragt? Nein, ich bin da, wo ein Kofferteil steht. Da bin ich gesessen und habe meditiert und habe versucht, mit den Geistern in Kontakt aufzunehmen. Aber sie waren ein wenig unwirsch, weil wir sind ihnen im Weg gestanden. Diese Wesen sehnen sich nach Geborgenheit, diese Wesen sehnen sich nach Leben, die Wesen sehnen sich nach Energie und wir können ihnen das geben. Also sie wünschen sich das, wir können ihnen das geben und meistens ist es dann so, dass sie dann eigentlich mitgehen und sie haben dann diese Sache dann in ihrer eigenen Wohnung. Deswegen streuen wir doch zu Hause vor die Tür Salz, damit wir nichts Ungemütliches mit nach Hause nehmen. An diesem Tag verhielten sich die Geister ruhig. Aber dann näherten sich plötzlich Schritte. Gerade als ich dachte, es fängt an zu spuken, stellt sich die Erscheinung als Marcello heraus. Er beschäftigt sich ein wenig mit den Wänden und freut sich dann mit den Geisterjägern über die interdisziplinäre Freundschaft. Natürlich hat Wien eine 2000 Jahre alte Geschichte und da sind natürlich viele Zeitepochen ineinander verwoben. Natürlich auch Wien hat eine düstere Geschichte auch und diese Elemente, diese Ebenen, die machen sich auch bemerkbar. Wir sind sehr froh darüber, dich kennengelernt zu haben und einfach irgendwie mit beiden Bereichen eigentlich zu tun haben, wirklich. Also wir haben da kein Problem damit. So ist die Welt. Also, ja. Und so ist auch der Untergrund. Man hilft sich. Ich glaube jetzt jedenfalls ein wenig mehr an Geister, weiß alles über das Luftschutznetz und kenne die Gedärme dieser Stadt. Nur die Urbex-Community, die habe ich nicht gefunden. Es scheint, als würde jeder die Tunnel, Keller und Kanäle auf eigene Faust erkunden, so wie ich, der jetzt keine Ruinenlust mehr hat, weil dort laut meinen Geisterjägerfreunden die bösen Geister hausen.